Heute fahren wir nach Brundall, treffen dort den Präsidenten vom Brougham Owners Club, Keith Rowe, und schauen uns die Werft an und einige Broms. Das wird ein spannender Tag. Die ganze Zeit fahren auf der falschen Seite ist schon anstrengend. Unser Haus war die luxusfreie Zone, aber für die 3 Tage war es okay. Wir sind hier in Brundall Marina, wo Brougham beheimatet ist, haben uns hier mit Keith getroffen und schauen mal ein bisschen uns die Boote an. Da bin ich ja mal ganz gespannt. Hallo Peter. Hallo. Prost. Dann Prost. Prost. Cheers in England. Cheers. Cheers. Ja, wir sind hier in der Heimat von Brougham. Das ist sozusagen die Stammkneipe der Brougham-Werft. Und hier sieht man die Anfänge. Hi. Und das ist das Restaurant von Brougham. Very good. Und jetzt kriegen wir eine kleine Führung hier, wo unsere Brougham gebaut worden ist. Das ist für mich eine ganz interessante Sache, finde ich toll. Und Keith, der Präsident vom Brougham Owners Club, zeigt uns das alles. Und hier ist die Heimat von Brougham. Hi there. So this is the main headquarters of the Brougham and all the stuff here. Und das sind jetzt die neuen Boote, die Brougham baut. Das sind aber eher flache Boote und eher zum Vermieten. Ich finde das ja ganz toll, dass wieder Boote gebaut werden, die halt mehr auf einem Fluss fahren werden. Aber es ist schon super. Das ist schon interessant mal zu sehen, wo die Brougham-Boote gebaut werden oder wurden. Jetzt werden ja, wie gesagt, andere Boote gebaut. Das ist schon interessant. Jetzt sind wir hier in der Produktionshalle von Brougham und hier sieht man schon mal so den Korpus eines Bootes. Interessant, die leeren Hüllen, die hier noch stehen. Ne? Hier sieht man eine ganz neue Brougham. Eine dieser Coupés, die jetzt gebaut werden, um zu verschartern. Hello, my name is Marina von Boater on Tour. I have a Brougham 41, yes. Da liegt schon das Dach, hochinteressant. You worked at Horman, didn't you? Ja, damit die Leitungen alle verlegt werden. Oh, right. Und man noch We have worked here before. Rumpf sieht. By the way. Man sieht hier, es sind reine Flussboote für die englischen Kanäle. Die sind ganz flach, weil es gibt hier wenig Hebebrücken. Und da muss man dann eben auch drunter durch können. Hier in der Schreinerei wird natürlich viel, die ganzen Sachen für die Boote selber geschraubt, gemacht. Hier wird noch alles selbst Hand in Handarbeit hergestellt. Ist natürlich dann auch seinen Preis wert, ne? So muss man das einfach mal sehen. 450. Jetzt schauen wir mal in die nächste Halle. Ja, hier gibt es auch ganz alte Flussboote. Das ist ja die pure Romantik hier, ja. Aber man sieht schon, wie das hier an den Hallen, dass hier sehr, sehr lange schon Bootsbau betrieben wird. Jetzt hat man sich spezialisiert auf diese Flussboote. Das ist eins, was schon fertig ist. Und man kann diese Boote auch chartern. Eine kleine Werft, aber mit Handarbeit alles gemacht. Das zeichnet halt eben Brougham aus. Das alte Office des früheren Brougham-Besitzers ist jetzt Fitnessclub. Ich bin beeindruckt, bin echt beeindruckt. 35er. Das sind hier Brougham-Coupés, aber hier ist überall Brougham. Da hinten stehen jede Menge Broughams rum. Dort steht eine, dort. Also ja, Wahnsinn. Interessant ist, hier liegen überall noch die Hüllen rum. Auch da von den alten Booten von ganz früher. Das ist zum Beispiel eine Hülle von der 34 und 35 von der alten. Brougham hat hier ein Service Center. Man kann natürlich seine Brougham auch hierher bringen und erneuern lassen. Hier wird also alles auch gemacht. Hier werden die neuen Kappen gemacht. Ja. Und kann man hier schön sehen auf den Tischen.
wie hier geschneidert wird. CNC machine. CNC Machine, ja? Digital cutting machine. I have a problem with it at the moment. I've got to repair it. But The owner. Ja. I need to replace the servo, but we're... No. This is Wendy. Hello, Wendy. It's Marina. My name is Marina. Marina? Yes. Oh, you're in the right place. Yes. Yeah. Yes. Yes, that's Germany. We had also a broom, old broom. Was gibt's denn hier für Männer? Ist nur für Männer. Okay. They turn, people come and do bits and bobs Das and Woodwork. that's right. Hier ist Woodwork. Und das, Hier ist das Männerparadies. Hier wird ganz viel gebaut und gebastelt. Und wir gehen jetzt weiter. Good. Now, so I was just saying, we are broom owners. And these are the window workshops, all here. ja. And this is now part of the hire fleet. Ja, Freunde, jetzt wisst ihr genau, wo wir unser Boot herhaben. Aus dieser Werft ist. Hier ein Bild einer 530. Ich wusste gar nicht, dass sie so ein großes Boot noch gebaut haben. Is it one of the last? Or? Yes, I think so, yeah. I think eine der letzten, die noch leider gebaut wurden. I think Wild Turkey was another one as well. Ja. London, Yes, London. Chelsea Girl London. Eine kleine Stärkung im Hafenrestaurant. Das Hafenrestaurant, dahinter die Werft und dort kommt dann der Hafen. Und hier stehen natürlich auch wieder Broms. Und wir gehen jetzt zur Northford Yacht Agency. Bei Brundle Bay Marina sind jetzt bei der Northford Yacht Agency. Und da sehen wir schon jede Menge schöner Boote. Ja, eine schöne alte Ocean 42. Die eckige Form zeigt schon das Alter. Damals sicherlich ein beeindruckendes großes Schiff. Hier ist die Agency und Gies meldet uns gerade an. Eine der 42er, da gehen wir jetzt mal rein. Und runter und vom Bord. Ja. Das ist richtig. Und vor allen Dingen, du hast dann da eine Leine bei dir Ja. und kannst dann direkt runter. Ja, ja, Das wäre nicht schlecht, ne? ja. Der hintere Bereich. Aber einer liegt da, also oder es liegt da, das ist ja auch noch machbar alles. Ja. Super. Das Flexi-Teak wird schon warm, muss man sagen. Und der seitliche Eingang ist schon schick. Dann hat man es nicht so weit und kommt auch relativ bequem rein. Da ist schon mal klasse, dass da halt kein Stuhl ist. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man rein und raus will von der Seite. Ja, aber man sollte Schuhe anhaben. Ich wäre jetzt hier fast runtergerutscht. Ja. Das Holz ist schon in Mitleidenschaft, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Sehr viel, ja. Also mit so einer Rundecke käme man auch hin. Ja, das ist eigentlich sehr bequem. Da müsste Ja, der Fernseher könnte auch hier hin. Das wäre Ja. kein Problem. Ja. ja. Ist das Marmor? Sehr. Ist ziemlich helles Holz genommen worden. Dreierflamme, okay. Ja, das reicht ja wirklich super. Gäste-WC. Auch schon. Die Spiegel sind schon komplett angegriffen. Müsste neu gemacht werden. Ansonsten ist es okay. Ist auch das Pumpverfahren. Ja, das, was wir schon haben. Großes WC drin. Ja, ich gucke bloß mal vorne rein. Kleiderschrank. Würde für mich auch komplett reichen alles. Die bräuchten wir nicht. Also mir würde die andere wahrscheinlich eher zusagen. Ich gucke noch mal schnell hinten. Ich habe hinten noch nicht. Die zwei großen Fenster sind klasse. Auch der Schlafbereich ist großzügig. Ein Waschbecken in der Dusche finde ich doch merkwürdig. Sehr viel Verbrauchsspuren.
Die Treppen sind sehr bequem, nicht so steil, das ist wirklich super. Ist auf jeden Fall praktisch. Praktisch ist es. Schon viele Gebrauchsspuren, naja. Da ist die zweite 42 und Marina braucht einen Schubs. Ja, hier ist wieder richtiges Teak, aber man merkt auch schon, das ist auch schon leicht abgehoben. Hier hat die aufgeklebten, oh, hier intern Flexi-Teak. Sitzt hier da. Hier kommt man natürlich einfach viel bequemer ins Boot. Klar, total. Vielleicht brauchen wir die 41 auch noch mal irgendwann, wenn wir dann finanziell durch sind. Ja, ja, auch hier, ne? Das ist alles natürlich einfach einen Schritt leichter, moderner. Ja. Und da hat man auch erkannt, wie steil das ist. Ne? Ja. Ja. Und ja, natürlich, die Küche wirkt natürlich auch viel moderner. Die Stufen weniger. Ne? Und ja. Das Blau gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Ja. Ja, hier ist nur ja, der blöde Sitz am Eingang. Aber sonst ist hier gleich. Oh, guck mal, wie leicht die Stufen ins Schlafzimmer gehen. Aber auch versifft hier ein bisschen. Ja. Ja, aber die ist im besseren Zustand wie die andere. Und ja, und hier hat man kein Waschbecken in der Dusche. Aber schön gemacht. Die Rundecke, ja gut, die nette. Hier die Couch würde ich gegen die Leiter austauschen. Und auch sehr bequemer Ausgang nach draußen. Das Schöne an dem Schiff ist, wir kommen hier runter Richtung Schlafzimmer und dann ist auf der linken Seite ein Stauraum für alles Sperrige. Das fehlt uns. Die 42 hier macht einen guten Eindruck, aber unser Problem ist natürlich die zusätzliche Steuer, die wir bezahlen müssen, wenn wir das Boot nach Deutschland holen wollten. Wir sind jetzt hier an einer ganz anderen Marina, NBS, und schauen uns jetzt eine 425 an. Die steht schon da vorne. Norfolk Boat Sales. Eine Brom 425. Schauen wir mal. Ja, die macht ja schon von draußen einen ganz anderen Eindruck. Ja, das ist das Boot, das hat jetzt die Treppen ganz außen und da kann man von jeder Stufe quasi aufs Ufer treten. Peter, was sagst du zu der 425? Ja, sehr schönes Boot, muss man wirklich sagen. Und hier in dem Zustand sieht es für den ersten Blick auch sehr gut aus, aber hat natürlich auch seinen Preis. Ja, was natürlich im Alter die Sache immer einfacher macht, ist, es gibt keine Stufe mehr. Es gibt keine Stufe mehr, wo man drüber stolpern könnte. Es ist ein Deck. Und diese Version ist die mit dem durchgängigen Gangbord, auch hinten. Das gefällt mir schon mal von außen jetzt so gesehen sehr gut. Jetzt werde ich mal reingehen. Keith, der Präsident vom Brown Owners Club, öffnet uns hier alle Türen. Und das ist das Tolle. Von jedem Steg kann man einfach locker draufsteigen. Immer noch das alte Design hier mit diesen Polstern, ne? Ja, ja. Ist halt eng, aber sagen wir mal, wenn man jetzt nicht gerade liegt oder unbedingt liegen will, ist das ja auch ausreichend. Das Cockpit ist ja fast überall gleich bei den neueren Versionen mit dem neuen Design. Das ist ja schon mal besser hier. Yes, okay. Das ist it's very good for me. Oh, it's warm. Das, We'll be in our shorts. die gefällt mir gut hier. Nice colour. Das ist schon nicht schlecht hier. Ich meine, die zwei Sitze, ja, wenn man mal Besuch kriegt oder so, man möchte sich gegenüber sitzen, ist das noch nicht so schlimm jetzt. Man könnte da auch den Fernseher draufstellen, wenn man wollte. Oder hier. Oh, da muss man den Kopf einziehen und die ist steil. Die Treppe ist steiler wie jetzt. Das ist nicht schön. Die Treppe ist deutlich steiler als bei der 42. Die Treppe nach hinten?
hinteren Bereich, in dem Eignerbereich, die ist breit. Und ja, auch hier hat man sehr viel Platz, natürlich viel breiter wie bei uns. Ja. Auch Dusche ist gut. Und ja, Toilette ist auch in Ordnung. Boah, jede Menge Spiegelschränke anscheinend. Ja, ich muss sagen, ja, Schlafzimmer ist großzügig, und natürlich mit den beiden guten Fenstern. Top. Only left or right and then they have also not this and they have a dinette. Schöne Küche. Gefällt mir gut. Ist natürlich alles für mich vom Feinsten. Oh, very good. In gutem Zustand. Hier würde ich mich mit anfreunden lassen. Das ist mega gut. Ja. Ja, hat hier unten auch viel Stauraum? Ja. Auch hier hat man reichlich Schränke. Ist wundervoll. Das ist die Version ohne die Nette, mit den zwei Sitzen hier und langgezogen und gleich unten die Toilette. Und wir müssen uns nochmal die Version von der 425 mit die Nette anschauen. Auch hat die hier eine Gangway ringsrum und es gibt noch eine Version ohne Gangway ringsrum. Und ja, wir müssen weitersuchen. Man kann hier einmal komplett rumgehen und sehr bequem. Alles auch sehr bequem hier auf dem Vordeck. Kann man gut hantieren. Sehr schön gemacht. Auch hier hat man nicht die doppelte Kurve, sondern nur nach vorne geneigt. Kann man auch gut Solarpanel drauf machen. Und ja, wie schon gesagt, keine Stufe. Und einmal komplett rum. Und man kann von jeder Stufe an Land kommen. Egal wie hoch der Steg ist, man kommt raus. Immer erreichbar. Top. Top-Boot. Die ganzen Daten und Tee trinken. Pedro Boats sind holländische Boote, aber es gibt ja hier in Brundel Pedro Boats, holländische Werft, aber es gibt hier in Brundel eine Vertretung, die hier verkaufen. Spannend. Und wir sind jetzt in einer weiteren Marina und schauen uns jetzt noch eine 41 an. Die kommt jetzt auf den Markt. Das ist eine Preview. Der Eigner ist leider nicht an Bord und ist alarmgesichert. Können wir uns nicht von drinnen angucken. Die Half Moon, Brom 41. Auch Edelstahlfenster. Ja, damit er da vorne nicht rutscht, haben die da Matte drauf geklebt. Auch interessant, sieht aber nur nicht schön aus. Die ist aus Holland zurück und wird jetzt hier verkauft. Auch die Net-Version. Und den Chrombügel, der hier außen ist, den kann man einzeln klappen, sodass man nicht den kompletten Radarbügel klappen muss. Und damit kann man natürlich Höhe gewinnen. Hier ist alles voller Broms. Ich bin fasziniert. Drüben eine 415, die gerade verkauft wurde. Ja, das war unser Trip und wir fahren jetzt zurück. So, wir sind jetzt wieder zurück am Birmingham Flughafen. Wir haben ja nach einem Boot geguckt hier in England, sind auch fündig geworden. Und wir freuen uns, dass wir das zusammen mit den Bootern on Tour machen konnten, mit Jürgen und Marina zusammen. Und wir fliegen jetzt wieder zurück nach Amsterdam. Das war im August. Wir haben jetzt mittlerweile Oktober und die Bliss ist hier im Hafen angekommen. Die beiden müssen aber noch mal nach Elburg Yachting, wo die Bliss noch eine Tankreinigung bekommt. Bis nächste Woche, sodass wir nächste Woche gemeinsam ins Winterlager fahren können. Und wir verabschieden noch die Brom 39. Die 39 verlässt die Klink für immer und geht nach Zeewolde ins Winterlager und dann Richtung Roermond im nächsten Jahr. Bye bye Brom. Die eine kommt, die andere geht.
Wir haben uns zwei 42er und eine 425er angeguckt, um mal einen Vergleich zu haben, wie es im Alter aussehen könnte. Die sind natürlich von den Treppen und vom Gangwort einfacher. Dort kann man leichter Schleusen anlegen, ablegen. Falls uns die 41er doch zu schwierig in der Bedienung mal wird, weil man nicht so richtig kann, wäre das eine Alternative. Aber im Moment steht das nicht zur Diskussion, sodass wir unsere 41 erstmal viele Jahre noch weiterfahren können. Hoffen wir mal. Bis zum nächsten Video.